Tod dem Zaren. Erstes Kapitel. Der blaue Krieger. Boris Sergejewitsch hatte den Fehler begangen, nicht bei Zeit auf dem Schlachtfeld zu bleiben, wie es sich für einen anständigen Soldaten gehörte. Scharmützel und Grabenkämpfe zu überleben galten nur in den ersten Jahren als Tugend, danach wurde man den Kameraden suspekt, denn die meisten durften kaum hoffen, ihr 5. Dienstjahr zu erleben, und nur die Glückskinder unter ihnen erlitten rechtzeitig eine schwere Verwundung und schieden ehrenhaft aus, um ein Dasein als verarmter Krüppel zu fristen. Boris' unfreiwilliger Armeeeintritt lag 44 Jahre zurück und fiel auf jenen Oktobertag im Jahre 1853, als der Krieg zwischen Russland und dem Osmanischen Reich seinen Anfang genommen hatte. Von da an tat er treu und klaglos seinen Dienst, was im Augenblick bedeutete, in einer verlassenen Einöde einen Hügel hinaufzurennen. Er war auf der Flucht vor einer erdrückenden Übermacht. Der Schnee lag meterhoch, Eiskristalle fegten von den Bergspitzen des Ural, und der Sturm schleuderte sie den Flüchtenden mit einer Gnadenlosigkeit entgegen, als wäre er mit dem Feind im Bunde. Kiefern und Lärchen bogen sich ächzend. Boris kratzte Eis von seinem künstlichen Arm und versuchte, in dem undurchdringlichen Schneegestöber einen geeigneten Fluchtweg auszumachen. »Endlich erwischt es dich, Glücksfresser!« schrie ein Kamerad gegen das Brausen an und stolperte an ihm vorbei. »Glücksfresser«, knurrte Boris und versuchte erfolglos ein Ölklümpchen geschmeidig zu kneten. Dem schadenfrohen Soldaten blieb nicht viel Zeit, sich über Boris' Schwierigkeiten zu freuen. Die Osmanen hatten ihre Tesla-Artillerie in Stellung gebracht. Ein blauer Blitz schoss über die Baumwipfel weg und schlug in den Mann ein. Das Wasser in seinem Körper verdampfte augenblicklich, und der Rest ging in Flammen auf. Heiße Luft blies Boris entgegen. Sie verflüssigte das Öl und die Zahnräder rotierten wieder, aber es würde nicht von Dauer sein. »Du bist Russlands größtes Militärgeheimnis«, sagte eine Stimme, die keinen seiner Kameraden gehörte, sondern einzig und allein Boris' Kopf entsprang. »Du darfst dem Feind nicht in die Hände fallen.« Boris war an Stimmen gewöhnt, und er wusste, dass er den Verstand verloren hatte. »Ich sauge niemandem das Glück aus«, murmelte er, als er sich an dem verbrannten Leichnam vorbeikämpfte. Weder mochte er als Glücksfresser genannt zu werden, noch dass man behauptete, er sauge seinen Kameraden das Glück aus, um es sich einzuverleiben. Sein Leben lang hatte er kein Glück erfahren. Und zu guter Letzt wurde er sogar seinen Zaren verraten, indem er dem Feind in die Hände fiel. »Jegor!« schrie jemand hinter ihm. »Lass endlich die verdammte Kiste zurück!« Boris warf einen Blick über die Schulter und sah 2 verschwommene Schemen in diesem tosendem Weiß. Die einzigen Kameraden, die ihn noch nicht überholt hatten. Vor einigen Tagen war ihrer Einheit eine Kiste überantwortet worden. Unter Androhung einer standrechtlichen Erschießung war ihnen verboten worden, untereinander über die Kiste zu reden, den Versuch zu unternehmen, sie zu öffnen oder auch nur darüber nachzudenken, was sich in ihr befand. Unfreiwillig hatte Boris gegen diesen Befehl verstoßen, aber er konnte nichts für sein gutes Gehör. Schließlich hatte es ihn nicht danach verlangt, zum blauen Krieger umgebaut zu werden. Und trotz des Schneesturms und der Entfernung konnte er den Atem eines Menschen in der Kiste hören. Um seinen Ungehorsam nicht weiter zu treiben, wandte er sich eilig ab. Die beiden Soldaten ließen den Schlitten mit der Kiste los, und sofort sauste sie hangabwärts, bis ein Hindernis ihre Fahrt stoppte. Die Kiste flog durch die Luft, prallte gegen einen Baum und versank im Schnee. Ihr Insasse rief um Hilfe und, so seltsam es war, er rief Boris' Namen. Boris ignorierte es und kämpfte darum, schneller voranzukommen. Er durfte weder von dem Kisteninhalt wissen, noch in Gefangenschaft geraten. »Du bist Russlands größtes Militärgeheimnis«, schärfte ihm die Stimme ein, und er antwortete, »Zu Befehl, Major.« Von ihrer Last befreit waren die beiden Soldaten schneller als Boris und überholten ihn. Doch überraschend blieb einer stehen und drehte sich zu ihm um. »Jegor, ich habe eine Idee!« Der andere hielt inne, um herauszufinden, was sein Kamerad meinte. »Danilo, lass das«, warnte er ihn.
Es bringt Unglück, mit dem Glücksfresser zu reden. Gleich saugt er dich aus. Ach was, unser Idiot ist eindeutig am Ende. Weißt du, was ich denke? Sein Glück wird bald einen neuen Besitzer brauchen. Komm her, Fortuna, mein Schätzchen, ich weiß, du bist eine Hure. Aber bei mir wirst du es gut haben. Boris ignorierte sie, wie er es jedes Mal tat, und versuchte stattdessen voranzukommen. Das Öl hatte sich wieder verhärtet und drohte ihn bewegungsunfähig zu machen. Vor Anstrengung knirschte er mit den Zähnen. Danilo deutete die gefletschten Zähne falsch und wurde für einen Moment schreckensbleich. Sollte der alte Glücksfresser erneut davonkommen? Verunsichert warf der junge Kerl einen Blick zu seinem Freund. Diego war neu in ihrer Einheit. Man munkelte, er verdanke die Strafversetzung dem Umstand, dass der Offizier, dem er unterstellt gewesen war, einen anderen gefunden hatte, der ihn nachts die Laken anwärmte. Binnen kürzester Zeit hatte sich Diego einen besseren Platz in der Hackordnung erkämpft, indem er sich darauf spezialisiert hatte, Boris nachzuahmen. »Los, gib es ihm«, forderte Diego seinen Kameraden an. »Der ist fertig, hat zum letzten Mal seine Kameraden ausgesaugt.« Derart ermutigt stürmte Danilo mit aufgesetztem Bajonett auf Boris zu. Vielleicht vertraute er nicht darauf, dass eine Kugel Boris töten könne, oder er brachte nicht die Geduld auf zu warten, bis sein Gewehr geladen war. So oder so, Boris stellte ein Ziel dar, das man unmöglich verfehlen konnte. Der Kerl grinste, als er hangabwärts auf Boris zustürmte. Wahrscheinlich grinste er noch, als sein Kopf durch die Luft flog. Diesmal war es kein Tesla-Blitz gewesen, der die Einheit dezimierte, sondern seine eigene Waffe. Die Energiekammer des Gewehrs war explodiert. Kein ungewöhnliches Ereignis. Die Waffen der russischen Armee waren veraltet und schlecht gewartet. Diego starrte Boris einen Moment lang an, als wäre es dessen Schuld. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und rannte um sein Leben. Er kam nicht weit. Weiter oben hatten ein paar Kameraden die Vergeblichkeit ihrer Flucht eingesehen. Sie lagen unter schwerem Beschuss und eröffneten nun ihrerseits mit Gewehren das Feuer auf einen Feind, der sich nicht annähernd in Schussweite befand. Stattdessen trafen sie einen der ihren, Jegor. Er schrie auf, versank im Schnee und gab kein Lebenszeichen mehr von sich. Boris zog sich den Riemen seines Gewehrs über den Kopf. Der Tod seines Angreifers hatte ihn auf eine Idee gebracht. Als Feuerwaffe war das Gewehr in seinen Händen nutzlos. Ein quantenmagisches Monstrum zu sein, wirkte sich nicht auf die Zielgenauigkeit aus. Er war schon immer ein miserabler Schütze gewesen. Und die Konstrukteure der Blauen Kriege hatten nicht bedacht, dass auch metallische Finger durch die Abzugsbügel passen mussten. Er nahm die Energiekammer heraus und warf den Rest der nutzlosen Waffe fort. Der Zylinder in seiner Hand glühte rot und strahlte Wärme aus. Letzteres wäre unter anderen Umständen ein schlechtes Zeichen gewesen. Wärme deutete auf einen Defekt hin und erhöhte das Risiko einer Fehlfunktion. Im entscheidenden Moment würde die Energiekammer entweder nicht genügend Druck für den Schuss aufbauen oder, ohne Vorwarnung, explodieren. »Du darfst dem Feind nicht in die Hände fallen«, sagte die Stimme. Boris war froh, dass es nicht eine der anderen Stimmen war. Diese appellierte an sein Pflichtgefühl und wusste, dass er der treueste Soldat seines Zaren war. »Lang lebe der Zar«, sagte er und schloss seine mechanische Hand um die Energiekammer. Ein letztes Mal holte er Luft. War es angebracht, einen letzten Wunsch zu äußern oder in Gedanken bei einer freudvollen Erinnerung zu verweilen? Er horchte in sich hinein und fand nur Leere. Keinen Wunsch, nur Bilder vom Krieg, von Schlachten. Sein kranker Verstand gab ihm nur verschwommene Einblicke in seine Erinnerungen. Hatte er einmal gewusst, was Glück bedeutete? Wie auch immer. Es kam einzig und allein darauf an, seine Pflicht zu erfüllen und nicht dem Feind in die Hände zu fallen. Er zerdrückte die Energiekammer. Nichts geschah.
keine Explosion. Die Energiekammer zerbrach zu kleinen Splittern und ihr Inhalt tropfte in den Schnee. Die Tesla-Artillerie verstummte. Die Osmanen leiteten die nächste Phase ein, und Boris wunderte sich, warum sich die Feinde mit diesem jämmerlichen Trupp Soldaten abgaben. Seine Einheit war unbedeutend. In ihr landeten Versager, Aufrührer und er, eben alle, die kein Offizier in seiner Kompanie haben wollte. Die Idioteneinheit. Warum also Munition verschwenden? Doch Boris blieb keine Wahl. Er musste weiter, kratzte das Eis von den metallenen Teilen seines Körpers und schaffte einen weiteren Schritt. Nach 3 beschwerlichen Schritten tauchten Kriegsluftschiffe auf. Nicht die kleinen, wendigen Späher, sondern jene, deren einzige Aufgabe darin bestand, so viele Bomben wie möglich über feindlichem Gebiet abzuwerfen. Sie verdunkelten den Himmel, als sie über Boris hinwegzogen. Er machte eine Bewegung, als ziele er mit einem Granatwerfer auf sie, in der Hoffnung, sie ließen eine Bombe auf ihn fallen. Doch die Ungetüme flogen unbeirrt weiter. Vielleicht wussten die Osmanen, dass diese Einheit nicht über die Ausrüstung verfügte, diese schwerfälligen Kolosse abzuschießen. Die Luftschiffe entschwanden seinem Blickfeld. Er hörte das Brummen der Motoren, das Aufklappen der Sicherheitsriegel und das Sirren der Geschosse, bis ohrenbetäubende Explosionen alle anderen Geräusche auslöschten. Nur die Schreie seiner Kameraden übertönten diesen Lärm. Und Boris' einzige Hoffnung war, das Blutbad zu erreichen, bevor den Osmanen die Bomben ausgingen. Und am Ende fand er tief in seinem Inneren einen Wunsch: seinen Zaren nicht zu enttäuschen, nach einem Leben voller Leid und Entbehrung in Erfüllung seines Dienstes zu sterben. Selbst dieser Wunsch wurde ihm versagt. Es war zu spät. Er hatte den Kampf gegen die Kälte verloren. Das Öl verwandelte sich in eine klumpige Masse, die alle Gelenke, Scharniere und Zahnräder blockierte. Aussichtslos, einen Fuß zu heben oder einen Finger zu rühren, sogar das Schließen der Augen war ihm unmöglich. Er hörte seine Kameraden ohne ihn sterben und harrte der Schmach, von den Feinden des Zaren auseinandergebaut zu werden. Wusstest du, dass blaue Zeug prickelt, wenn man ihm zu nahe kommt? Nein, nicht diese Stimme. Sie beschwor ein Grauen, gegen das er keinen Schutz fand, ein Klang, der ihn wieder in die Hölle zog. »Geh weg«, hätte er gefleht, wenn er seine Lippen hätte bewegen können. Sein Herz raste, Panik brach über ihn herein. Es fühlte sich an, als würde die Seele mit Pech und Schwefel ausgetrieben werden, zur Strafe, weil er einen Wunsch geäußert hatte. Ein Donnern holte ihn in die Wirklichkeit zurück. Mit ihren Bomben hatten die Osmanen eine Lawine ausgelöst. Der halbe Berg geriet in Bewegung. Die Wand aus Eis und Schnee brach Kiefern wie Strohhalme, zermalmte Felsen und hielt direkt auf ihn zu. Lang lebe der Zar, dachte er erleichtert. Die Lawine würde die Technik seines Körpers vor dem Zugriff des Feindes bewahren. Olga erkannte, dass es eine schlechte Idee gewesen war, ausgerechnet diesen Bauern Rüben zu stehlen. Nicht genug, dass er keine abgeben wollte. Er besaß auch noch Hunde und befahl ihnen, sie zu beißen. Vielleicht sogar sie zu fressen. Jedenfalls sah die Hunde so aus, als würden sie gerne fressen. Olga war davon gerannt, bis sie die Kräfte verließen. Erschöpft ließ sie sich fallen und versank im hohen Schnee. Vorsichtig schaute sie über den Rand. Waren die Hunde noch hinter ihr her? Sie konnte sie nicht entdecken. Auch den Bauern nicht. Oder den Bauernhof. Dafür Berge. Wo kamen die auf einmal her? Waren sie vorhin schon da gewesen? Und Bäume. Große Bäume. Und über ihr zogen sich dunkle Wolken zusammen. Es wurde kälter und Wind kam auf. Bei solchem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür,
hatte ihr Papa oft gesagt, wenn sich ein Sturm anbahnte. Sie hatte nie verstanden, was er damit meinte. Sie hatten keinen Hund, niemand im Dorf hatte einen, dafür hatte er sie oft vor die Tür gejagt, besonders gern, wenn es stürmte, schneite oder Mama etwas zu essen gekocht hatte. Das war gemein. Eltern sollten ihr Essen mit ihren Kindern teilen. Alle sollten teilen. Auch der Bauer mit den Rüben. Er hätte ihr ruhig welche abgeben können. Er hatte eine ganze Kammer voll und Körbe voller Eier, Säcke mit Mehl und Kannen voller Milch. Es waren bloß 2 Rüben, beschwerte sie sich. Wenn Menschen teilen würden, müsste keiner Hunger haben und Proletati, Prolalati, Prolatata, Tiere aller Länder vereinigen sich. Vassilissa hat das immer gesagt. Sie zog an den langen Ohrenklappen ihrer Mütze, um sich so gut wie möglich zu wärmen. Ihre Jacke hatte sie den Hunden überlassen müssen, als sie sich in ihr verbissen hatten. Sie fragte sich, ob sie es wagen könne, morgen nach ihrer Jacke zu suchen. Vielleicht hätten die Hunde etwas übrig gelassen. Sie begann, ihre Schneekuhle zu vergrößern, um es für die Nacht behaglicher zu haben. Sie klopfte die Wände glatt, baute aus Schnee ein kleines Lagerfeuer nach und kuschelte sich in eine Ecke und schlief irgendwann ein. Eine Reihe von Geräuschen weckte sie. Über ihrer Höhle tobte ein Schneesturm mit Gewitter. Der Wind heulte und ein Donner nach dem anderen erschütterte die Erde. Sie folgten so dicht aufeinander, dass das Groll nicht mehr abriss. Und plötzlich hörte sie menschliche Stimmen. Hatte der Bauer sie gefunden? Vorsichtig streckte sie den Kopf ins Freie. Im ersten Moment konnte sie nichts erkennen. Dazu war das Schneetreiben zu dicht. Dann sah sie graue Uniformen, die sich auf sie zubewegten. Soldaten! Olga erschrak. Der Bauer hatte die Soldaten auf sie gehetzt? Wegen 2 Rüben? »Tod dem Zaren!« rief sie vor Empörung und reckte die Faust in den Sturm. »Lang lebe die Revolution!« Als keiner der Soldaten reagierte, merkte sie, dass man sie nicht entdeckt hatte und dass es mit Glück so bleiben würde. Sie musste sich in ihrer Kuhle nur ganz klein machen und keinen Laut von sich geben. Olga mochte keine Soldaten. Sie machten Menschen tot. Meistens andere Soldaten, außer sie hatten Hunger. Dann gingen sie zu den Bauern und Leibeigenen, nahmen ihnen alles Essen weg und machten sie dann auch noch tot. Soldaten schienen ständig Hunger zu haben. Ein Soldat rannte an ihr vorbei. Ein zweiter tauchte auf, ohne sie zu beachten. Und plötzlich waren es ganz viele. Sie rannten links und rechts an ihrem Versteck vorbei. Manche sahen sie und liefen trotzdem weiter. Waren sie gar nicht hinter ihr her? Sie schaute den Soldaten nach. »Was ist denn da oben?« fragte sie. Könnte es sein, dass es dort etwas zu essen gab? Sie war auch immer hungrig. »Lauf, Kind!« rief ein Soldat im Vorbeieilen. »Kind?« »Ich bin kein Kind«, beschwerte sie sich. »Ich bin 12.« Wer 12 war, galt als groß und konnte für sich selbst sorgen. Olga sorgte für sich selbst, also war sie 12. Sogar noch 12iger als andere Kinder. Die hatten vorher erst 11 sein müssen. Schlagartig waren die Blitze ganz nah, und Olga begriff, dass Schreckliches geschah. Die Soldaten rannten nicht einer Mahlzeit entgegen, sie flohen. Vor Dämonen? Sie sprang aus ihrem Versteck, schloss sich der Flucht der Soldaten an. »Welche sind es?« fragte sie rennend. Es gab viele Arten von Dämonen. Zwar lebten sie alle im Ausland und alles, was nicht Russland hieß, war Ausland, aber es gab unterschiedliche Dämonenreiche. Es gab Franzosendämonen und Deutschdämonen, das waren die harmlosesten, die brachten einen nur um und zogen einem die Haut ab, um sie anzuziehen. So tarnten sich Dämonen, wenn sie ihr Ausland verließen. Wie ein Dämon ohne Menschenhaut aussah, hatte noch keiner gesehen.
Trotzdem waren sie leicht zu erkennen. Sie redeten nur in ihrer Dämonensprache. Und das war überhaupt keine richtige Sprache, sondern eine Aneinanderreihung der schrecklichsten Zischlaute. »Die Osmanen kommen«, schrie ein Soldat. Oh nein, das waren die schlimmsten. Osmanendämonen fraßen die Menschen nicht einfach, sie teilten sie sich in kleine Portionen auf. Das nannten sie Vierteilen. Olga rannte noch schneller. Über ihren Köpfen tauchten riesige, fliegende Ungeheuer auf, schnitten ihnen den Fluchtweg ab und gleich darauf warfen sie mit schwarzen Rohren nach ihnen. Die Rohre explodierten, abgetrennte Körperteile flogen durch die Luft. Das Vierteilen hatte begonnen. Jetzt brach endgültig Panik unter den Soldaten aus. Sie flohen in alle Richtungen, rannten sich gegenseitig über den Haufen. Einer stolperte über Olga und riss ihr dabei die Mütze vom Kopf. Der Wind erfasste die Mütze und trieb sie hangabwärts, den Dämonen entgegen. Olga zögerte einen Augenblick und verdeckte die Narbe an der Schläfe mit der Hand. Was sollte sie machen? Ihre Mütze verlieren? Sie war ein Geschenk gewesen von Wassilissa, das erste und einzige Geschenk ihres Lebens. Sie rannte ihrer Mütze hinterher. Sie wäre lieber tot als ohne Mütze. Die Dämonen über ihr spien Feuer, brachten den Berg zum Beben und ein tiefes Grollen erklang. Der Schnee fing an, sich zu bewegen, als versuche er ebenfalls zu fliehen. Mit einem Hechtsprung bekam Olga ihre Mütze zu fassen, dann wälzte sich der Berg über sie. Als Olga zu sich kam, hatte sie zunächst keine Ahnung, wo sie war. Sie schien sich in einer kleinen Höhle zu befinden. Es war windstill, das Tosen des Sturms kaum zu hören, und über die glatten Wände tanzte ein blaues Licht. So ein Blau hatte sie schon einmal gesehen, aber da hatte sie es nicht so hübsch gefunden. Woher kam es? Sie rutschte zur Seite und entdeckte ein komisches Metallgebilde. Zwischen Zahnrädern und Metallstreben steckte ein durchsichtiger Zylinder, in dem sich eine blaue Flüssigkeit bewegte. War das auch ein Quantenakku-Lutu, Quantenakku-Maku, so ein Ding, wie sie den Anarchisten geschenkt hatte? Und was würde passieren, wenn sie das Glas anstupste? Sie schob ihre Hand an den Zahnrädern vorbei und berührte die Kartusche mit dem Zeigefinger. Die Flüssigkeit änderte ihre Bewegung und strömte ihren Zeigefinger entgegen. Olga kicherte, bewegte den Finger und die Flüssigkeit folgte. Das machte Spaß. »Hallo, ich bin Olga«, sagte sie zu dem Quantenakkumulator und gluckste vor Vergnügen. Ihr Magen knurrte und erinnerte sie daran, dass sie groß war und für sich selbst sorgen musste und nicht spielen durfte. Also wo war sie? Und wo waren die Dämonen und Soldaten abgeblieben? Sie schaute sich in ihrer kleinen Höhle um und erschrak. Sie teilte die Höhle mit einem toten Soldaten. Er lag auf dem Rücken und starrte blicklos ins Leere, und sie lag auf ihm. Das Streben- und Zahnradding wuchs aus seiner Schulter. Nein, das war kein Ding, das war sein Arm. Lag sie auf einem Dämon, der sich die Haut eines Soldaten angezogen hatte? Mutig griff sie nach dem kurzen, stoppligen Bart und zupfte daran. Die Haut saß fest. Über die rechte Gesichtshälfte des Soldaten zog sich von der Stirn bis zum Kinn eine Narbe. Sie betastete die Narbe. Sie schien echt zu sein, ließ sich nicht auseinanderschieben. Kein Dämon darunter. »Haben die Dämonen dich tot gemacht?« fragte sie, ohne eine Antwort zu erwarten. »Haben die das mit deinem Arm gemacht und hat es wehgetan, als du noch gelebt hast?« Ihr Magen knurrte erneut. »Hast du was zu essen dabei? Willst du's mit mir teilen? Du kannst ja keinen Hunger mehr haben.« Sie suchte die Taschen des Toten ab, fand einen halben Brotkanten, fast nicht verschimmelt, und aß ihn auf.
»Glaubst du, die Dämonen sind weg?« fragte sie. »Und ist es weit bis ins Tal? Ich habe mich verlaufen, weißt du? Wo kommt überhaupt der ganze Schnee her? Wir haben auf jeden Fall Glück, dass er eine Höhle für uns gemacht hat. Ob der Bauer noch nach mir sucht? Besser, ich gehe in ein anderes Tal, nicht in das, wo der Bauer ist. Der hat Hunde, wusstest du das? Die haben meine Jacke gefressen. Darf ich ein paar von deinen Zahnrädern mitnehmen? Du hast ganz viele, und ich habe keine. Ich könnte sie gegen Brot tauschen oder Rüben. Aber nicht bei dem Bauer mit den Hunden. Der nehme sie mir nur weg, ohne mir Essen dafür zu geben. Das ist ein ganz gemeiner Bauer. Darf ich auch den blauen Quanken Alkulumator mitnehmen? Ja? Ich hatte schon mal so einen, aber der war silbern und ich habe ihn den Anarchisten geschenkt. Dafür haben sie eine Druckmaschine gekauft und ich durfte Genosse sein. Von dem Toten kam kein Widerspruch. Olga schob ihre Hand wieder in den Arm und versuchte, die Kartusche herauszubekommen. Sie zerrte und schob und drückte, doch erst als sie die Kartusche mit viel Kraft drehte, bewegte sie sich. »Tod dem Zaren!« rief sie aus. »Tod den Anarchisten!« antwortete der Tote. Olga schrie. Sie sprang auf, vergaß die Kartusche loszulassen, in der Halterung knirschte es, Funken sprühten und zischend entwich blauer Nebel. Die Schneedecke über ihr brach zusammen, sie kämpfte sich ins Freie und floh. Boris. Die Schneewalze riss Boris von den Beinen. Es fühlte sich an, als wäre er zwischen Mühlsteine geraten. Die Energiekartusche pulsierte, trieb ihren Inhalt durch seine Adern und seinen künstlichen Arm. Er hörte seine Knochen brechen. Sein Kopf schlug gegen einen mitgerissenen Felsen, seine Sinne schwanden und ließen verschwommene Erinnerungen frei. Eine Gestalt sagte: »Du meinst, außer abgeschnitten? Auf den Müll geworfen?« Boris lag im Versuchslazarett, mit Ledermanschetten ans Bett gefesselt, unfähig sich zu bewegen. Nein, nicht ganz. Sein rechter Arm, dort spürte er keine Fesseln. Er hob ihn, aber da war kein Arm, nur ein Stumpf, fachmännisch verbunden. Wusstest du, dass blaue Zeug prickelt, wenn man ihm zu nahe kommt? Soll so eine Art Strahlung sein. »Geh weg«, flehte er. Da prallte etwas Kleines und Weiches gegen ihn. Automatisch wollte er es festhalten, mit einem Arm, den er nicht mehr hatte. Stattdessen reagierte der künstliche Arm, schirmte das kleine Etwas gegen die Schneewalze ab und drückte es gegen seine Brust. Die Gewalt der Lawine ließ nach. Langsamer werdend schob sie Schichten aus Eis und Schnee über ihn und drohte, ihn zu zerquetschen. Um die Energiekartusche herum bildete sich eine Kugel aus blauem Licht. Sie wies die Naturgewalt in ihre Schranken, ließ gebrochene Knochen zusammenwachsen. »Hallo, ich bin Olga.« Eine unbekannte Stimme durchbrach das Gefängnis seines Bewusstseins. Langsam kehrten seine Sinne zurück. »Ich darf dem Feind nicht in die Hände fallen«, war sein erster Gedanke. Er versuchte aufzustehen, vergebens. Kein Muskel, kein Zahnrad reagierte. »Haben die Dämonen dich tot gemacht?« Seltsam, diese Stimme war noch nie in seinem Kopf erklungen. Sie stellte merkwürdige Fragen. War er denn tot? Er hatte angenommen, er sei noch am Leben. Eine Kinderhand tauchte in seinem Blickfeld auf, strich vorsichtig über die Narbe in seinem Gesicht. Diese begleitete ihn sein ganzes Leben, und er erinnerte sich nicht, woher sie stammte. Nicht aus dem Versuchslazarett, sie war viel älter. Allerdings war es im Lazarett gewesen, wo er Dämonen begegnet war, Dämonen, die sich Wissenschaftler oder Quantenmagier nannten. Ihm kam ein schrecklicher Gedanke. War er tatsächlich tot, doch nicht durch die Lawine umgekommen, sondern
auf dem Operationstisch gestorben und der Tod bedeutete nicht das Ende des Leidens, sondern seine Fortsetzung bis in alle Ewigkeit? Haben die das mit deinem Arm gemacht? Ja, hätte er geantwortet, wenn er dazu in der Lage gewesen wäre. Sie haben einen gesunden Arm abgeschnitten und auf den Müll geworfen, um dieses schreckliche Ding aus Metall anzuschrauben. Ich wollte kein blauer Krieger werden. Im Versuchslazarett hatte er den Tastsinn verloren. Es hatte nur wenige Freuden in seinem Leben gegeben. Eine davon war, Dinge zu fühlen. Andere zogen Genuss aus Sachen, die sie betrachteten, oder Klängen, die ihnen gefielen. Für Boris unverständlich. Er machte sich nichts aus Musik und für seine Augen war nichts schön oder hässlich. Dagegen liebte er es, Dinge anzufassen, ihre Beschaffenheit zu fühlen. Und hat es wehgetan, als du noch gelebt hast? Es war nicht gerecht. Wenn der Tod kein Nichts war, wollte er seinen Tastsinn zurück und seinen eigenen Arm. »Lang lebe der Zar«, versuchte er zu rufen. Stattdessen sagte die Stimme, »Tod dem Zaren!« Ausgeschlossen. Sein Verstand, so krank und verwirrt er auch sein mochte, egal welche Stimmen er erschuf, um ihn zu quälen. Niemals hätte er den Kampfruf der Anarchisten wiederholt. Sein Herz raste vor Empörung. Ein kleines Mädchen lag auf seiner Brust und schob ihre Hand in diesem Augenblick in seinen künstlichen Arm und machte sich an der Kartusche zu schaffen. Du bist Russlands größtes Militärgeheimnis. Du darfst dem Feind nicht in die Hände fallen. Die kleine Anarchistin versuchte, die Energiekartusche aus der Verankerung zu brechen. »Tod den Anarchisten«, rief er. Die diebische Anarchistin sprang schreiend auf. In der Halterung zischte es, und ein Blitz durchzuckte Boris' Körper. Das wollte ich gerade sagen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder bei der nächsten Folge, beim nächsten Kapitel unter Aasgeiern. Ja, auch das wollte ich gerade sagen. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Und wenn es euch gefallen hat, dann wäre es auch schön, wenn ihr ein Like dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal.